Moin Moin. Vor, ich glaube, 9 Jahren jetzt saß ich in genau diesem Stuhl, genau in diesem Studio. Und wir haben noch ein Experiment gemacht. Und es ist die Frage, ob ich allein vom Foto etwas zu bestimmten Politikern sagen können, die zum Wahl damals gestanden haben. So, in 5 Tagen gibt es eine Wahl in Hessen, Landtagswahl. Und mir wurde wieder ein Stapel Fotos vorgelegt. Und ich werde ein nach der anderen durchgehen und schauen, was ich darüber mitkriege. So, das ist der erste. Eine Frau, sie mag es, ihr eigener Wille zu haben. Sie mag es überhaupt nicht, wenn jemand das nicht zustimmt. Sie ist jemand, der gern Königin gewesen wäre und tut ihr Bestes, in diese Position zu kommen. Ich würde sie nicht unbedingt vertrauen, es sei denn, ich wusste ganz genau, wo sie hin wollte und ich damit einverstanden bin, aber ich würde sie andauernd unter Beobachten halten, weil sie kann leicht ihre Meinung ändern und dann einen anderen Weg gehen. Wie ein Politiker. Übrigens, wie manche schon wissen, ich habe eine gewisse Vorliebe für die AfD. Und deswegen habe ich extra gebeten, dass auf diese Fotos alle Spuren von Parteizugehörigkeit entfernt worden sind, damit ich eine ehrliche Meinung gebe. Ehrliche Meinung, nicht politische Meinung, eine ehrliche Meinung. So, dies ist ein Mann. Er meinte, der Weg, den er geht, ist der richtige Weg. Nicht ohne Recht, weil im Laufe seiner Jahre hat er schon einiges Gutes erreicht. Er ist ein Mann, der vertrauenswürdig ist und ich würde sagen, so gut wie unbestechbar, wenn ich das so ausdrücken kann. So aufrichtig, ehrlich, jemand, den, wenn du weißt, was er vorhat, du kannst dich darauf verlassen, dass er das mit ganzem Herzen versucht, wenn nicht durchsetzt. Interessant, welche Partei das ist. Ich hoffe, es ist FDP, aber wir schauen mal. Nummer 3. Was ist dieser Mann? Ein Chameleon, würde ich sagen. Was auch immer deine Meinung ist, er stimmt es dir zu. Und dann der Nächste kommt, der genau das Gegenteil meint, und dann stimmt das auch zu. Ja, er hat keine Aufrichtigkeit in ihm, würde ich sagen. Er geht, wo der Wind hinweht. In eine Vertrauensposition, insbesondere eine Position, wo er Entscheidungsrechte über mein Leben hat, würde ich ihn keinesfalls einlassen. No, definitiv nicht. Das ist nur meine Meinung.
Das nette Lächeln auf den Kopf. Oi. Was kann man hierzu sagen, ohne eine Verleumdungsklage zu kriegen? Naja, was auch immer Partei das ist, ich wähle eine andere. Sage es so. Ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Hier ist jemand, der nach Prinzip, nach Dogma geht, nach alles wird gut, wenn wir das erreichen, aber schaut nicht, was die Langzeitwirkungen davon sind. Er ist sehr kurzsichtig. Er sieht, man kann ihm ein schönes Bild malen und er wird dafür wählen, weil er nur das Bild sieht. Aber die Welt ist kein Bild, sondern ein bewegender Prozess. Und was kommt nach diesem Bild? Wie sieht der Nächste und der Nächste und der Übernächste? Davon hat er null Konzept. Das kann er nicht. Und so jemand Entscheidungsrechte zu geben, kann schwer anders als zu Katastrophe führen. Sorry, aber ist so. Oh, na sie ist endlich eine nette. Ist wie frische Luft. Sie sieht die Probleme, die Deutschland konfrontieren. Sie schaut die klar an, will die Grundlage dafür entfernen, damit eine bessere Welt daraus entstehen kann. Sie muss AfD sein, oder? No, nicht? Grüne. Merkwürdig. Ja. Okay. Aber bei den Grünen gibt es gute Leute. Was sehr oft bei Parteien fast eine Normalität ist, was sie sagen und was sie tun, sind äußerst selten das Gleiche. Und so ist eine Frage der Ehrlichkeit und der Aufrichtigkeit. Von diesen 6, die beiden haben Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, die anderen nicht. So, die beiden. Aber wie sind die anderen Grünen? Die sind von dem, was die vorhaben am Sonntag, offensichtlich weder aufrichtig noch ehrlich. Naja, man könnte schwer hoffen, dass er Sonntag Ministerpräsident wird. Okay, von den Grünen, da sind gute Leute dabei und richtig üble Leute dabei. Oft ist der Begriff Wölfe in Schafspelz eine sehr genaue Beschreibung. Manche haben die Philosophie der Grünen aufgenommen und das will es beleben. Manche aber gehen einen ganz anderen Weg. Grundsätzlich die Grundlage des Lebens in Deutschland vernichten. So ist eine Partei, die absolut zweigespalten ist. Ein Teil, leider ist eine Minderheit, will was Schönes aufbauen, der andere wollen zerstören. FDP, ja, ist eine Chameleon-Partei.
Partei, so ist passend, dass ein Chameleonmann drin ist. Ab und zu ziehen die eine Grenze, wie Oktober letztes Jahr, als Merkel sich mit der Verhandlung über eine Koalition mit FDP und Grünen gemacht hat und dann der FDP-Mann zum Schluss gesagt, mit solch einer unehrlichen Frau kann man nicht verhandeln, mit hin und zurück. Es ist leider aber relativ selten in der FDP, die suchen, ja, wo kann ich mich andocken, anstatt sich selbst zu sein. Diese sozialistische Parteien, das sieht man auch in England mit der Labour Party, die neigen große Menge davon, von den Mitgliedern, neigen auch extrem kurzsichtig zu sein. Es ist eine Frage der Bildung eigentlich, weil meist Mitglieder von sozialistischen Parteien, die sind Arbeiterklasse, wenn man das so noch sagen darf. Und so der Bildung ist nicht sehr weit. Und die sind nicht geübt, in weiterzuschauen, was ist die Auswirkungen davon. Langzeit. Das ist sehr oft der Fall bei SDP und deswegen sind die in Koalition mit Merkel. Die haben nicht im Voraus gesagt, dass das für die SDP katastrophal wurde. Und wie man ja heutzutage sieht, die SDP haben sehr, sehr viel dadurch verloren. Die jetzige Partei ist kleiner als AfD. Das ist, was es denen gekostet hat. Unser lieber Ministerpräsident, ja, das Problem mit ihm, also das ist die CDU, ja, Partei als solches. Die sind so lang geübt oder erfahren, an der Macht zu sein, dass sie, viele davon, meinen, sie haben darauf ein Recht. Dass sie dürfen nicht abgewählt und ersetzt werden. Und er ist der klare Beispiel davon. Der ist personifiziert CDU. Ich habe den Privileg und das ist mein gutes Recht, solange ich lebe. Und ihr habt nichts zu sagen. Nur ich. Linke. Ein sehr gemischte Partei hat ein paar Sternchen. Wahrscheinlich die hellste davon ist Sarah Wagenknecht. Und könnte was bewirken, wenn die viel mehr homogen wären. Aber die sind zu sehr in dieser individuelles Spielchen eingestiegen nach der Wende. So kein festes Partei mehr, sondern wir sind alle Eigentümer unserer eigenen Geschichte. Und es ist viel zu wenig Zusammenarbeit und viel zu viel Gegenarbeit, worauf Sarah selber sich beschwert. So, das ist die Wahl für Sonntag und ja, ich bin immer noch dabei. Ich würde persönlich nur die beiden wählen. Ich habe keine Wahl hier, Wahlrecht hier, aber die sind die beiden, die ich wählen würde. Nicht die Partei, sondern Sie persönlich und er persönlich. Das ist ein Unterschied.
ein dicker Teil der Macht der Grünen ruht sich auf Illegalität. Das heißt, Menschen, die nicht einmal Gast hier sind, dürfen wählen. Sie sind keine Bürger, aber sie dürfen wählen. Wir haben genau das gleiche Problem in Amerika, wobei mindestens 20 Millionen Wähler, oder 20 Millionen Leute, die wählen, kein Bürger sind. Deren Stimme ist illegal. Und jetzt machen wir das gleiche Spielchen hier. Wenn die Grünen und in Deutschland und ihr Blutsbrüder, die Demokraten in den USA, die machen genau das gleiche Spiel. Das, was man jetzt sieht in Hessen für Sonntag, haben die dreimal versucht in den USA, einmal fast durchgekriegt. Und dann zwischendurch kam Trump an die Macht und dann wurde das Ganze gestoppt. Und jetzt versuchen die das Gleiche in Hessen. So, man muss nicht nur Deutschland schauen, sondern die gesamte Weltgeschichte schauen. Wer tut was, wo, wie und warum. Und wie gesagt, obwohl die Grünen einige gute Leute haben, kann man die keinesfalls wählen, weil die Grundlage der Partei ist zwiespältig, nette Gesicht auf etwas sehr Übles. So ein Wolf in Schafspelz ist eigentlich viel zu höflich, weil ein Wolf ist ein nobles Vieh. Und hier von Nobilität hat man gar nichts.